Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute zeige ich euch, wie ich Fixiergewichte oder Nähgewichte nähe, weil das, was so auf dem Markt ist, diese Pyramidenform oder diese flachen, wo die Schlaufe an der Ecke ist, die gefallen mir irgendwie nicht so richtig. Also kam ich jetzt auf die Idee, das etwas anders zu machen. Und das Besondere ist erstens, dass man es in der Mitte fassen kann und richtig schön irgendwo hinsetzen kann. Und dass es unwahrscheinlich schwer ist, da ich Stahlgranulat genommen habe. Ich zeige euch nachher mal den Unterschied zwischen Glasgranulat, Stahlgranulat und Reis, was man auch gerne nimmt, weil es auch wesentlich günstiger ist. Die Bezugsquellen für das Material und weiterführende Anleitungen und Infos zu diesem Video findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Firmen, ich mache das von mir aus, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch mein Kanal gefällt und meine Videos, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Und wenn ihr dann noch die kleine Glocke neben dran aktiviert, dann erfahrt ihr immer, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Hier habe ich zwei Stoffquadrate, linke Seite und rechte Seite und ein Webband. Die Seitenlänge beträgt 9 x 9 cm und für die Bandlänge immer der Seitenlänge 4 cm dazu rechnen für die Halteschlaufe. Ich habe mir hier eine Schablone gemacht, also 9 plus 4 sind 13. Das Band muss also 13 cm lang sein. Alle Kanten der beiden Stoffquadrate mit Zickzackstich versäubern, da es innen doch sehr beansprucht wird. Das habe ich hier schon mal gemacht. Nun auf eines der beiden Quadrate das Band aufnähen. Ich nehme das Graue. Jetzt die Hälfte der Seitenlänge, also hier 9 dividiert durch 2 sind 4,5. Und diese zeichnen wir auf dem Band von rechts zur Mitte und von links zur Mitte ein. Mit meiner Schablone ist es einfacher einzuzeichnen. Da muss man nicht viel messen. Könnt ihr euch auch leicht selber machen. Das Band muss nun mittig auf das Stoffstück aufgenäht werden. Hier habe ich mir auch eine Schablone gemacht. Ich zeichne mir die Mitte des Bandes rechts und links an. Nun doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel wie Wondertape, hier mittig entlang aufkleben. Gut andrücken und Schutzpapier abziehen. Das Band erst nur rechts auf diese 4,5 cm aufkleben. Dann die linke Seite mit den 4,5 cm aufkleben, sodass in der Mitte eine Schlaufe stehen bleibt. Und das Band gut andrücken. Die 4,5 cm Linie eventuell noch einmal mit einem Trickmarker nachzeichnen, damit ihr sie beim Nähen besser seht. Und jetzt hier entlang nähen und verriegeln. Dann Faden abschneiden und dann die andere Seite. Nun das andere Stoffquadrat rechts aufeinander legen. Also die schönen Seiten liegen innen zusammen. Und die Wendeöffnung gegenüber des Bandes einzeichnen.
und dann anschließend klammern oder stecken. Bei der Wendeöffnung anfangen zu nähen und gut verriegeln. Dann hier entlang nähen und beim Ende der Wendeöffnung wieder gut verriegeln. Und dann durch die Wendeöffnung auf rechts wenden. Dabei die Nahtzugaben an den Ecken von beiden Seiten einklappen und mit dem Fingernagel die Ecken rausdrücken. Die Ecken mit einer Pinzette oder einem Eckenkantenformer gut rausdrücken und die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen einschlagen, so dass es eine gerade Linie gibt. Jetzt mit Trichter und Löffel das Gewichtskissen füllen. Und hier seht ihr den Unterschied der Füllmaterialien und wie viel Platz sie bei gleichem Gewicht brauchen. Der Wahnsinn, oder? Bis ungefähr 2/3, also bis kurz über dem Band, füllen. Mit Nadeln oberhalb der Füllung abstecken, damit keine Kügelchen rauskullern können, während wir die Öffnung schließen. Ihr könnt die Öffnung zunähen oder kleben. Ich klebe und nehme den B7000. Die Nahtzugabe innen in der Öffnung schön mit Kleber bestreichen, aber nicht zu viel, sonst klebt ja auch die Außenschicht zusammen. Kleber etwas anziehen lassen und die Wendeöffnung zusammenkleben. Mit Klammern zusammendrücken und circa eine halbe Stunde trocknen lassen. Dann Klammern und Nadeln entfernen und fertig. Zum Aufbewahren könnt ihr solche Boxen nehmen. Ach ja, und wenn ihr rechteckige Gewichte näht, dann das Band immer über die kurze Seite und nicht über die lange. Und runde könnt ihr natürlich auch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!